So Leute, da sind wir wieder. Wir haben heute Samstag, den 5. August und wir haben wohl mal wieder eine Möglichkeit zu dreschen und die nutzen wir natürlich. Und ja, da bin ich in Raps gefahren. Raps ist tatsächlich die Kultur, die mit am schnellsten trocknet. Was wir so ein bisschen leider sehen, durch den andauernden Regen jetzt, hat er sich teilweise schon sehr tief gelegt. Na gut, das ist jetzt hier Wildschaden. Aber teilweise so tief gelegt, dass wir den kaum noch hochkriegen und auch so ja, komisch nesterweise. Mag jetzt aber auch keine Ehrenheber dafür ranmachen, weil dafür haben wir dann wieder doch vorschneidliche Schneidwerksverluste, wenn wir die versuchen aufzuheben. Wir rascheln dann sozusagen ja schon früher an den Pflanzen, was wir ja nicht wollen. Aber hier ist Wildschaden, also das hier ist alles Wildschaden. Da können wir nicht viel ändern. Dann müssen wir so mitnehmen. Ja, alles in allem muss ich sagen, hatte ich am Raps oder beim Raps die größten Erwartungen hier. Weil der auch einfach gut stand und gut steht und ja, bis zur Blüte auch ganz gut versorgt war. Und ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin oder nicht, um ehrlich zu sein. Ich muss ja ein bisschen mit den Höhen dann mal zwischenrum wechseln. Wir müssen mal gucken. Also ich habe jetzt Vorgewände angeschnitten. Also Vorgewände da unten bin ich hoch und runter gefahren und fahre jetzt in der Mitte hoch und mache da das Vorgewände. Wollte jetzt auch hauptsächlich stehenden Bestand nehmen, weil wir so gerade am grenzwertigsten sind. Also unten hatten wir eine 10, hier scheint der metrisch auf 9 gegangen zu sein. Hier oben ist wohl doch ein bisschen trockener. Und durchschnittlich sind wir jetzt bei 3,6 Tonnen. Gut, Vorgewände sind wir jetzt schon durch. Das nimmt uns natürlich ein bisschen mit runter. Also hier fahren wir die ganze Zeit eigentlich immer um die 4 Tonnen. So, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn wir durch die ertragsstarke Zone fahren, dass da dann 5 Tonnen kommen. Noch nicht zumindest. Also wie gesagt, ich fahre die erste Bahn hier rein und das war es im Prinzip. Ganz interessant, hinter mir fährt Lisa den Überladewagen. Ich habe Detlef den Nachbarbetrieb geliehen, weil der braucht einen Mähdrescherfahrer. Und ist auch ein guter Nachbarbetrieb, muss man ehrlich sagen. Deswegen wollte ich das schon da unterstützen und helfen. Und ja, deswegen fährt Lisa den Überladewagen. Und ich denke, das wird sie wohl ganz gut machen. Vielleicht nimmt sie ja nachher auch mal die Kamera oder morgen die Kamera in der Hand und vloggt das Ganze mal ein bisschen, aber sie ist natürlich sehr aufgeregt. Aber ihr seht, sauber ist der Bestand, der ist homogen, der sieht gut aus. Aber was dieses Jahr auffällt, das Schotenpaket ist sehr, sehr klein. Also normalerweise ist das Schotenpaket ja 30, 40, 50 Zentimeter. Und dieses Jahr tatsächlich nur so ein Satzgefühl. Also die Nachblüher, die kamen nicht so richtig nach. Gibt es unterschiedliche Theorie, Trockenheit, Frost. Ich kann es euch nicht sagen. Ist wohl an allem was dran. Wir sind jetzt hier auf 4,6 Tonnen auf dem Hektar. Wenn wir oberhalb von 4 Tonnen liegen, sind wir wohl, denke ich, wohl ganz gut für dieses Jahr. Letztes Jahr hätte ich mit dem Raps hier wohl die 5 Tonnen durchbrochen. Der stand wirklich gut und der steht wirklich gut. Ihr seht ihr, wenn wir umdrehen, seht ihr das auch an den Stoppeln. Die sind wirklich vernünftig in Ordnung. Und wenn ihr auch mal ins Spiegel guckt, hinter uns staubt es. Also jetzt ist der auch wirklich reif. Hier gibt es keine grüne Pflanze mehr. Gerade fahren wir ja durch den Archivar. Und ja, am Rand ein bisschen am Wasserdor. Gefühlt neigt er ein bisschen mehr zum Lager. Aber das kann ich euch hinterher sagen, wenn ich das ganz genau habe, wie es war, wie wir durchfahren. So, jetzt fangen wir schon mal auf jeden Fall an zu blinken. Jetzt schneiden wir uns hier oben das Vorgewände an. Und dann sehen wir weiter. Ich will auch gleich mal den Livestream anschmeißen. Freue mich schon, da wieder ein bisschen Gas zu geben. Die Leute sind auch ganz hungrig auf Livestreams. Die Ernte ist dieses Jahr sehr, sehr schwierig, aber es keimt noch nicht aus. Weizen keimt noch nicht aus. Raps seht ihr gerade. Raps ist jetzt, wo man sagt, ja, der ist schön reif, da können wir durch. Also das passt perfekt. Den hätte ich auch letzte Woche nicht dreschen wollen. Und auch mein Getreide, Stroh war auch bis, sagen wir mal, bis vor 7 Tagen grenzwertig, wo man sagt, ach, der kann eigentlich noch ein bisschen stehen. Also von da sind wir mit Norden und dem Regen noch ganz gut dran. So. Ach, wir nehmen mal einfach mal ein bisschen mit. Also Erbsen sind jetzt ab. Witzigerweise 1,7 Tonnen auf dem Hektar. Kann man mit leben. Geht besser? Definitiv. Also, wenn man sich auch beim Raps dieses Jahr so ein bisschen umhört,
kriegt man da nicht so richtig generell Ergebnisse, wo alle sagen, oh, der steht so krass gut, der performt so gut, sondern ja, es ist überall so ein bisschen eine Enttäuschung, sag ich mal. Ne? Der Mähdrescher meckert gerade rum, dass ich so dicht an der Kante bin. Muss ich sagen, da bin ich echt so, ja, New Holland, warum muss der einen Sound haben, als wenn dir da hinten der Motor einfach abbrennt? Hättest du da nicht einen Klong getan oder so? Dass wenn wir hier am Vorgewinde fahren, klar bin ich hier am Vorgewinde und am Feldrenze. Gut, dass er auch einen warnt, wenn man jetzt, keine Ahnung, nachts fährt, größere Stücken hat oder so. Aber jetzt hier muss er die ganze Zeit Sonnenalarm machen, als wenn, keine Ahnung, der Rotor gleich stehen bleiben wird. I don't know. So, Ölgehalte sollen aber dieses Jahr gut sein. 45 bis 49 habe ich gehört tatsächlich. Aber seht ihr hier, da ist er so tief. Jetzt liegt das Schneidwerk auf. Krieg es nicht mehr hoch. Krieg es nicht hoch. Habe ich hier zwei verschiedene Höhen, die ich mir eingespeichert habe. Mit Haspel-Einstellungen, Drehzahl, alles und dran. Die wechsle ich dann bloß und dann hat sich das. Ich habe übrigens, weil ich ja heute sowieso die Ehrenheber abmachen musste, für den Raps habe ich gedacht, ach komm, mach doch mal jetzt erst die Ehrenheber ab und dann dreschen wir noch ein paar Meter Erbsen. Und was soll ich euch sagen? Es ging schlechter. Also, ich habe tatsächlich mit den Ehrenhebern die Erbsen deutlich besser hochbekommen. Und das sah auch nach dem Dreschen viel sauberer aus. Ne? Also man hat jetzt nicht so auf halbe Höhe welche weggeschnitten und abgeschnitten, sondern das sah sauber aus. Aber einige meinten auch, ich soll dann den Winkel vom Schneidwerk verstellen oder anders einstellen. Das ist natürlich, ja, sowas. Also ich muss dafür schrauben. Ja, ich habe keine automatische oder hydraulische Schneidwerkswinkelverstellung, sondern ich habe eine mechanische. Das heißt, ich muss die Schraube lösen, den Winkel anders hinstellen und dann geht die Fahrt ab. Aber ja, da habe ich mir auch gedacht, naja, jetzt hier für den 1 Hektar Unkrauterbsen brauchst du das doch eigentlich auch nicht machen. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Es kann natürlich sein, dass dadurch der Winkel ein bisschen höher kommt und vielleicht hätte er anders stehen müssen. Jetzt ist die Frage, wir machen mal hier leer. Ich weiß nicht, ob ich noch gerade rüber gekommen wäre und noch zurück, dass wir dann sozusagen leer machen können. Kann ich euch nicht sagen. Also machen wir hier einmal fix leer. Das dazu zu sagen, dann ist dann Punkt aktuell die Getreidequalitäten. Also es ist wohl nur noch Futter vorhanden im Weizen. Der Punkt ist der, sobald das Getreide halt reif ist, geht der Prozess des Wachstums auch wieder irgendwo rückwärts für die Pflanze. Das heißt, sie will dann ja irgendwann auch wieder anfangen zu keimen und da geht der Prozess voran und somit baut sich dann sozusagen die Stärke in dem Korn wieder ab. Ja? Also hauptsächlich momentan ist es die Fallzahl, die gibt hauptsächlich an, so wie bindig die Stärke ist von dem Getreide, also wie gut der klebt. Und ja, momentan ist es tatsächlich so, dann, dass durch die lange Feuchtigkeit quillt das Korn ab und dann baut sich das Ganze wieder zurück und ab, sodass dann jetzt irgendwo nur noch Futterqualität da ist. Jetzt ist natürlich auch die Sache, wo man sich jetzt überlegt, ja, geht man jetzt vielleicht noch auf Lohndrusch, weil Futter bleibt Futterqualität. Ja, ich habe jetzt, wenn der Raps da ist, habe ich vielleicht noch 3 Hektar Weizen zu dreschen und ich kriege jeden Tag Anrufe wegen Lohndrusch. Das ist natürlich die Frage, verdient man sich jetzt noch ein bisschen mit Lohndrusch dazu
versucht man sozusagen das verlorene Geld in den Qualitäten wieder aufzuholen. Oder drischt man erst seins ab. Aber dann ist natürlich die Frage, dann ist der Lohndrisch vielleicht auch nicht mehr da und vielleicht auch gar nicht mehr so lukrativ. Momentan kriegt man wirklich gutes Geld, noch ein paar Hektar mit wegzunehmen. Und ja, schauen wir mal. Ich wollte jetzt erstmal hier das alles abwarten, wie es jetzt weitergeht. Wie ich vielleicht heute den Raps schaffe. Ich will jetzt wirklich versuchen, auch den Raps heute Nacht zu dreschen, so lange wie es geht. Ich hoffe natürlich, das trocknet auch noch ein bisschen weiter runter. Wenn wir mir jetzt gerade hier, gut, jetzt sagt er gerade 13%. Anscheinend ist es eine Sorte, die ein bisschen trockener, schneller trocknet. Würde ich fast sagen, der Archivar da in der Mitte. Als der Ambassador hier. Aber da wägt man natürlich auch momentan ab. Also wie gesagt, ich will Raps heute, wollte ich anfangen bei 10% schon anfangen zu dreschen. Klar gibt es da Abzüge. Aber das sind vielleicht 1, 2 Hänger und dann sind wir vielleicht auch in der Norm und dann haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr geschafft. Weil ihr seht selber, der Raps wird natürlich auch jetzt zunehmend mürbe. Also die Gefahr ist jetzt gar nicht, dass der ausfällt. Von einer normalen Witterung, so normaler Regen, Feuchtigkeit, das macht ihm nichts, da wird er eher mürbe, aber der fällt gar nicht so krass aus. Also ihr seht, der Ausfall ist hier noch 0. Es ist aber die Gefahr, was wenn mal Starkregen kommt. Und gegen Starkregen ist man natürlich nicht versichert, sondern nur gegen Hagel. So, also von daher, wenn der Raps dann reif ist, dann kann er auch eigentlich runter. Ah, tatsächlich hier, der ist auf 11% und die ganze Zeit sind wir da im 9% gefahren. Dann scheint der Archivar doch ein bisschen schneller abzutrocknen. Und das war der Adonis. Muss ich nochmal in die Aufzeichnung die Tage mal reingucken. Aber gut, das ist ein Jahreseffekt. Kann ein Jahreseffekt sein. Das muss nichts bedeuten, dass etwas besser oder schlechter ist. Dafür kann der andere vielleicht mehr Öl haben, größere Körner haben. Weiß man nicht, vielleicht ertragreicher sein. Deswegen trocknet er vielleicht schlechter ab, weil er vielleicht dichter steht. Also, aber sind so viele Fragen, wo man nicht weiß, was ist es letztendlich. So. Naja, hier am Rand auch 3,6 Tonnen auf dem Hektar, von daher vernünftig. Das Gute ist auch, wenn man wirklich wartet, bis der Raps nachher reif ist, dann geht er auch wirklich geil durch den Drescher. Also wir fahren hier 6 km/h, also 4,5 Tonnen tatsächlich auf dem Hektar, obwohl das jetzt hier dünner wird. Na gut, jetzt wird er wahrscheinlich runtergehen, genau, jetzt geht er auf 3 Tonnen runter. Aber er geht natürlich auch wirklich hier gut durch den Drescher, weil er natürlich auch schön mürbe ist. Zwischenfrucht kommt auch schon ganz gut raus, will ich aber noch ein bisschen warten, bis man besser den Feldaufgang sieht und dann bekommt ihr auch das Fazitvideo von der Avatar. Also ich werde jetzt auch regelmäßig so ein bisschen gucken, wie es da aussieht. Will aber noch gar nicht zu viel verraten, also das sieht damit aus. Ansonsten, ja, jetzt Raps, mein Weizen steht noch. Wir haben den Senf jetzt leider weggemulcht, also der war so grün, nicht gereift. Keine Schoten dran, dass man da jetzt sagen konnte, okay, da verschwenden wir jetzt bloß wirklich Geld, wenn wir das noch versuchen zu dreschen. Den Drachenkopf haben wir gedroschen. Der ist jetzt auch trocken, da wird es auch jetzt die erste Probepressung irgendwann die Tage mal geben. Und ansonsten werden wir jetzt die Tage auch den Laiendotter dreschen, da wir ja diese Kulturen sowieso noch mal ein bisschen nachtrocknen. Können wir die auch ein bisschen feuchter trocknen. Jetzt gibt es auch eine Periode mit 30 Grad und dann legen wir die draußen auf Folie, die 3 oder 4 Tonnen und dann 2 Tage, dann ist der wirklich schön trocken. Erst durch die Reinigung, dann sozusagen trocknen und dann nochmal durch die Reinigung und dann haben wir nur noch Laiendottersamen, die dann auch wirklich trocken sind. So, und dann, ich hoffe, das schaffe ich, Leute, dann mache ich die Tage noch eine Videoaufnahme Erbsen. Hier stehen noch etliche Erbsenbestände, unter anderem auch geflügt. Und das will ich euch einfach zeigen, einfach weil die Leute ja immer der Meinung sind, Bodenbearbeitung, geflügte Bestände sind immer sauber. Guckt mal hier geradeaus, das sind Erbsen. Das, was ihr als nur noch grün empfindet, das hier alles sind Erbsen, konventionell. Und das ist natürlich dann
Das sieht ganz anders aus als meine. Ne? Klar waren meine dünn, aber relativ sauber. Wenn man das hier sieht, und vor allem die Melde ist, finde ich, bedeutend schlimmer als die Quecke. Die bringt nur so ein bisschen Feuchtigkeit mit beim Dreschen, die Melde, aber hier so eine Melde, die hängt natürlich auch im Korntank, die verkleistert den Mähdrescher. Das ist natürlich, also Melde ist auch wirklich ein furchtbares Kraut. Gut, Leute, wir gucken mal, ich schmeiß mal den Livestream an und dann gucken wir mal, ob wir heute noch hier zu Drohnenaufnahmen kommen. Das denke ich wohl. Und dann geht das hier heute seinen Gang. Also es läuft. Und dann dresche ich da in der Mitte erstmal den Kern raus, weil das anscheinend wirklich trockener zu sein scheint. So macht Rapsdreschen, muss man sagen, eigentlich schon Bock. Weil man kann relativ zügig fahren, man schafft gut Hektar. Lass mal noch ein bisschen langsamer machen hier. Mal ein bisschen doll. Also man schafft gut Hektar. Ich fahre jetzt tatsächlich auch mit ein bisschen Haspeleinsatz. Wenn ich komplett wegklappe, ist der Bestand leider nicht so homogen, dass er wirklich schön gleichmäßig reinkommt, sondern immer so ballenartig. Und ich habe den Haspeleinsatz ja oberhalb des Tisches, von daher sind die Schneidwerksverluste da auch okay, aber so habe ich wenigstens einen vernünftigen Gutfluss. Was natürlich bei Raps ist, dieser elendig schwarze Staub, der dann kommt, sobald der mal richtig reif ist. Dieses Jahr werden wir sowieso wieder mehr Staub haben, weil wir einfach diesen Schwärzepilz, der jetzt ein bisschen döller schon gekommen ist, mehr haben werden. Noch mehr haben. Ansonsten sieht es schön sauber aus, zeige ich euch nochmal. Also wenn man sagen muss, wenn eins New Holland kann, dann schonend dreschen und sauber dreschen. Und das muss man sagen, das können die wirklich. Wir haben jetzt die Gerste, die wir abgeliefert haben, war so beim halben Prozent Besatz. Also wir haben vor allen Dingen, wir haben unter einen halben Prozent Verluste gedroschen und einen halben Prozent Besatz nur. Und auch letztes Jahr beim Raps haben wir bei 1% Besatz gedroschen. Bei Raps kann man eigentlich ein bisschen mehr. Aber ich werde ihm auch gleich noch mal ein bisschen sagen, ein bisschen mehr ist zulässig. Das Ding ist ja auch, umso reifer der ist, umso besser drischt der sich sauber. Man hat halt nicht diese grünen Bestandteile. Ja, grüne Stängel, Stücken, die da runterbrechen oder so, die hast du halt nicht mehr. Sondern jetzt seht ihr ja selber, das ist wirklich ein schön abgereifter Bestand. Und so macht das Dreschen eigentlich Spaß. Gut. Wie gesagt, ich hole euch nachher nochmal dazu. Was haben wir hier? Mal ein bisschen Erde aufgeschoben. Ah, da war die Fahrgast im Frühjahr, glaube ich, so ein bisschen. Die da ein bisschen höher war. Beziehungsweise nur die eine Stelle. Da haben wir einen Erdklumpen drin gehabt. Stein war, glaube ich, nicht, würde ich sagen, eher ein Erdklumpen. Gut, Steine sind ja auf der Fläche auch nicht. Bis dahin. So, da sind wir. Inzwischen ist Licht aus. Ne, Licht an. Das große Licht ist aus draußen. Wir sind in Dunkelheit. Wir haben 0:40 Uhr. Langsam bin ich auch ein bisschen platt. Ja, wir sind bei der Feuchte jetzt ungefähr da bei 9,3, 9,7. Also bis jetzt aber tatsächlich haben wir immer unter 9 abgeliefert. Also der letzte war jetzt 8,7 oder 8,9. Jedenfalls deutlich drunter noch. Ertraglich. Ist das jetzt ein neuer Auftrag? Also ich hatte einen neuen Auftrag gestartet. Also wir haben schon mal 20 Hektar weg hier. Da waren es, glaube ich, 3,9 Tonnen im Durchschnitt. Jetzt sind wir 3,2. Jetzt haben wir hier die Sandlinse drin. Also alles im Allen. Der Raps steht gut. Aber das Schotenpaket ist wirklich zu dünn. Der ist auch wirklich sauber, homogen. Seht ihr selber.
Aber wenn man da zur Seite guckt, ist das Schotenpaket einfach zu schmal. Also das ist einfach so. Schoten sind ein bisschen zu klein, Schotenpaket ist zu schmal. So sieht das aus, was da rauskommt. Verrückterweise das, was ihr in den Drohnenaufnahmen sehen werdet, das ist tatsächlich eine Sorte, und zwar Ambassador, hat sich hingelegt oder beziehungsweise hat sich mehr hingelegt als die anderen Sorten. Und ich habe witzigerweise, na was heißt witzigerweise, fing das vorhin an schon ein bisschen klamm zu werden und dann ist das Lager einfach nicht mehr gut raufgerutscht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt probierst du einfach aus. Du brauchst jetzt hier, keine Ahnung, 10 Minuten für Ehrenheber. Mach doch einfach Ehrenheber ran, hier jeden zweiten. Und ich habe damit sehr gute Erfolge, muss ich ehrlich sagen, den Raps hochzuholen. Funktioniert wirklich sehr gut, aber muss euch sagen, inzwischen jetzt über die Nacht, jetzt kommt auch die Feuchtigkeit von der Nacht. Man merkt das schon, also das rutscht deutlich schlechter über den Tisch. Ich muss mit viel, viel mehr Haspeleinsatz inzwischen fahren. Das heißt, wie ihr seht, die Haspel hat deutlich mehr Eingriff, damit das besser rutscht. Sonst steht das immer so ein Stückchen, bis das wieder sozusagen vom Bestand reingeschubst wird. Und dann ja, haben wir kein gutes Ergebnis im Prinzip. Aber so seht ihr, die Nester, die dann liegen, die kriegen wir auch gut hochgeholt. Ich meine, das hier liegt jetzt sehr, sehr hoch. Wir haben auf dem anderen Ende von diesem Stück liegt es leider nicht so hoch. Da liegt es schon recht platt, aber da kriegen wir es gut aufgehoben. So. So, jetzt wenn wir uns das angucken, jetzt sind wir hier ertraglich auf über 4 Tonnen. Das macht natürlich Spaß, aber da, wo das Wasser auch fehlt und ach dies, das, jenes, ihr kennt die Geschichte, wo das Wasser fehlt. Brauche ich euch ja nicht noch zum 10. Mal vorpredigen, da das so ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich einen guten Raps hingestellt. Habe da, glaube ich, vieles richtig gemacht, kann da eigentlich zufrieden sein. Wird nicht über 4 Tonnen liegen, aber es wird wahrscheinlich knapp an den 4 Tonnen sein vom Ertrag und von daher bin ich wohl zufrieden. Bin ich so zufrieden. Wir gucken mal, wie weit wir noch kommen, wie lange wir noch machen. 1 oder 2 Stunden und dann, glaube ich, ist nachher auch mal langsam Schluss. Jetzt hat man es wirklich die letzte Stunde schon wirklich krass gemerkt, wie das Ganze abbaut. Also wie es immer schwieriger reinrutscht. Von daher, bis dann erstmal.